Advent, Advent, die Außenwelt ist mir fremd und damit herzlich willkommen zu Lockdown Coding, Advent of Code im Jahr 2020 und zwar Tag Nummer 17, Conway Cubes. Ja, heute geht es um ein neues Konstrukt, eine neue Energiequelle, die von den Elfen am Nordpol erfunden wurde und die uns natürlich mit Energie versorgen soll. Alles ist super geheim, aber im Endeffekt müssen wir natürlich helfen, weil die Elfen es mal wieder nicht geschissen kriegen. Okay. Also, es geht heute um folgendes Rätsel. Und zwar, wir bekommen ungefähr so einen Input. Das repräsentiert eine Energiequelle. Punkt steht für aus oder inaktiv und Hashtag bzw. Raute bzw. Teppichzeichen, wie auch immer ihr es nennen wollt, das steht für aktiv. Und das bedeutet, wir haben hier quasi den Zustand von dem Ding und ja, jetzt sollen wir das Ganze simulieren. Das heißt, wie verhält es sich nach einem Zug sozusagen oder nach einem Zyklus, wie verhält es sich nach 2 und so weiter und so fort. Unser Endergebnis ist nach 6 Zyklen. Der Witz an der Sache ist, die bleiben nicht genau gleich, logischerweise, sondern sie ändern sich alle exakt gleich, indem sie ihre Nachbarn begutachten. Ihre Nachbarn sind ihre direkten Nachbarn, die, ja, deren Koordinate jeweils nur um 1 unterschiedlich sein darf. Das heißt, any of their coordinates, also ich darf auch sowas haben wie x gleich 1, y gleich 2, z gleich 3. Als Nachbar zählt dann auch x gleich 2, das ist ein Unterschied. Y bleibt gleich, das ist auch okay. Und z gleich 2, das heißt hier auch, also hier haben wir auch einen Unterschied von 1. Und auch x gleich 0 ist ja hier nur 1 unterschiedlich, y gleich 2 und z gleich 3, also das ist auch ein Nachbar, weil hier eine Koordinate sich um 1 unterscheidet. Hier sind es wie gesagt 2. So, und wenn wir jetzt diesen Nachbarn uns angucken, wenn wir einen aktiven Cube haben, das heißt ein Hashtag zum Beispiel, und wir haben 2 oder 3 Nachbarn, aber nicht mehr und nicht weniger, mindestens 2, maximal 3, also exakt 2 oder 3 Nachbarn müssen aktiv sein, dann wird unser Cube aktiv bleiben, ansonsten wird er inaktiv. Das heißt, dieser Cube hier, der hat ja 3 Nachbarn, also das hier und das hier, der würde inaktiv werden hier. Der hier wiederum hat nur einen aktiven Nachbarn, also den hier, der würde auch inaktiv werden. Der hier hingegen hat 2 aktive Nachbarn. Der hier ist inaktiv, der hier ist aktiv und der hier ist auch aktiv. Das bedeutet, der bleibt an. So, und ich habe Quatsch gelabert, der hier hat natürlich 3 Nachbarn, also bleibt er auch aktiv. Also 2 oder 3 habe ich gerade irgendwie vergessen. Okay, wenn ein Cube inaktiv ist, aber gleichzeitig 3 aktive Nachbarn hat, dann wird er aktiv und ansonsten bleibt er einfach inaktiv. Das heißt, der hier oben bleibt inaktiv, weil 1, 2 Nachbarn, der hier hat 1, 2, 3, 4, 5 aktive Nachbarn, das heißt, der in der Mitte bleibt auch inaktiv, aber der hier, der hat einen Nachbar, 2 Nachbarn, 3 Nachbarn, die aktiv sind und 2 inaktive, der wird also aktiv werden im nächsten Zyklus. Und das passiert alles exakt gleichzeitig, das heißt, wir haben hier wieder so eine Art Zyklussystem. Jetzt ist es allerdings noch ein bisschen komplizierter, weil das Ganze ist nicht nur zweidimensional, auch wenn wir zweidimensional anfangen, sondern eigentlich ist das ganze Ding dreidimensional. Und wir simulieren sozusagen immer, wie wir hier oben schon gesehen haben, die Z-Achse mit. Das Ganze ist mir noch ein kleines bisschen schleierhaft, wie das werden wird. Das müssen wir uns mal angucken. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel und das will ich mit euch mal zusammen durchgehen. Das heißt, wir haben hier, das ist unser Startdingens, Punkt, Hashtag, Punkt, 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 Hashtag, 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 Hashtag. Und hier haben wir dann auf Z gleich -1, das sind quasi neue Punkte sozusagen, die wir noch nicht kannten, was das Ganze erst zu einem richtigen Cube macht. Das heißt, wir müssen uns quasi noch bedenken, dass wir noch was außenrum haben sozusagen. Haben wir jetzt hier ein Hashtag und dann Punkt, 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 Punkt. So, warum ist das hier jetzt ein Hashtag? Naja, die Z-Achse differt ja einfach um 1, dann sind wir bei Z gleich 0. So, und jetzt sind wir hier an 0, 0. Und müssen unsere direkten Nachbarn angucken. Das bedeutet den hier meiner Meinung nach, den hier und den hier. Und dann komme ich tatsächlich bei einem aktiven Nachbarn raus. Das bedeutet für mich eigentlich, es sollte eigentlich inaktiv bleiben, oder nicht?
Das ist gerade ein bisschen seltsam, wie gesagt. Ich habe das mit dem Z noch nicht so ganz verstanden, aber ich habe es mir auch nur einmal kurz durchgelesen. Wie gesagt, das Ganze soll ja hier möglichst ungeschnitten für euch sein, damit ihr seht, wie ich auch vielleicht an so eine Problemlösung rangehe. Das hier ist jetzt wiederum ein anderer Case. Und zwar, wenn wir um 1 differn, bei der Z-Achse gehen wir hier wieder in diese Schicht rein. Und hier haben wir als Nachbarn, als direkte Nachbarn sozusagen den hier, weil da differt nur Z um 1. Den hier, da differt Z und Y um 1 und das hier, da differt Z, Y und X um 1 und das hier eigentlich auch. Also sind wir doch hier eigentlich bei 4 aktiven Nachbarn. Und meiner Meinung nach müsste dann der hier auch aus sein. Eigentlich. Deswegen, wie gesagt, ja, wir müssen das jetzt erstmal kurz, glaube ich, ausprobieren. Beziehungsweise ich schaue es mir vielleicht nochmal kurz an. Vielleicht starten wir einfach mal mit unserem Puzzle-Input und nehmen den mal mit rüber und fangen einfach mal hier ein bisschen an. Also ich habe, wie gesagt, schon natürlich die Dateien für euch angelegt und so weiter und so fort. Das kennen wir ja. So, und jetzt sagen wir hier wieder mal, wie immer, with open 17.txt als Datei. Und hier haben wir, wie nennen wir das ganze Ding? Wobei, wir könnten es eigentlich gleich aufsplitten, oder? Also das ist ja nicht so relevant. Interessant wird es auch übrigens, wenn wir hier bei dem Ganzen uns das angucken, die wachsen auch nach außen. Also wir sehen hier in dem Zustand, nach einem Zyklus haben sie ein 3×3×3, also Z-Achse ist quasi 3 mal vorhanden, Cube gebaut. Aber nach 2 Zyklen haben wir hier schon 5 auf 5 auf 5. Also das Ding ist immer cubic. Ja? Das heißt, das ist immer irgendwie ein Würfel. Und das bedeutet, dass die Dinger immer wachsen. Das heißt, wir bauen auch nebendran immer mehr ein sozusagen. Also die Punkte, die wir hier quasi nicht sehen, die sind trotzdem da. Wir müssen sie nur erweitern. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Aber was wir jetzt tun werden, ist, wir machen die jetzt mal als, wir speichern uns erstmal die aktiven sozusagen. Das bedeutet, wir gehen hier durch und zwar sagen wir Counter, wie nennen wir das Ding? Cell in enumerate von f.read.splitLines. So, ist glaube ich das Sinnvollste, wenn wir das so machen. Und hier gehen wir dann her und sagen, wenn unser C gleich unsere Cell natürlich und nicht unser C wäre der Counter in meinem Kopf gerade gewesen, aber das ist falsch. Wenn unsere Cell aktiv ist, also ein Hashtag hat quasi, dann fügen wir das Ganze hier in eine Liste von aktiven Dingern ein. Active.append. So, jetzt ist die Frage, haben wir schon. Was fügen wir ein? Da fällt mir auf, wir haben hier erst die Zeilen. Wir müssen natürlich auch nochmal hier. Okay, wir haben hier erstmal die. Wir machen das mal so mit I und der Row, beziehungsweise Line besser gesagt. Und for J, Cell in enumerate Line machen wir das Ganze. Ups, Line. Und dann erst können wir das so machen, dass wir hier das Ganze haben. Weil vorher haben wir noch nicht mal die Dinger hier. Also lass uns mal das ganz kurz ausgeben hier. Print Cell. So. Was? Komm schon. Habe ich den aus Versehen nicht reingepackt. So. Okay, ja, jetzt haben wir die einzelnen Zeichen. Und jetzt können wir hier tatsächlich wieder hergehen und diese Hashtags hier überprüfen. Okay, und wenn unsere Cell jetzt gleich Hashtag ist oder Teppichzeichen-Raute, wie auch immer, dann fügen wir hier alle 3 Koordinaten ein, würde ich sagen. Das heißt, wir fangen an mit, ja, wir brauchen dann eigentlich einen Tupel dafür. Wir fangen an mit der X-Koordinate, also wäre das eigentlich X hier gewesen. Lass mich das kurz umschreiben. X-Koordinate, die Y-Koordinate und die Z-Koordinate, wobei Z 0 ist. Das heißt, wir haben hier x, y, 0, weil wie gesagt, am Anfang ist ja alles bei 0. Und dann haben wir eine Liste an aktiven Dingern. So, und ja, das ist jetzt erstmal ein Haufen Zeug. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht.
Invalid Syntax, schon wieder. Hä? Ich die jetzt... Mann, auf damit! Okay, 020 wäre aktiv, das ist richtig. 050, 110, 1213, ja, okay, das sollte passen. So, das ist schon mal gut. Jetzt haben wir da schon mal unser erstes aktives Grid. Was wir als nächstes machen, ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Und zwar, jetzt müssen wir das ganze Ding simulieren. Und das bedeutet, wir sollen das Ganze nach 6 Simulierungen machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. 6 Zyklen, besser gesagt. For i in range 6. Wir wollen jetzt hier, was wollen wir machen? Actives wollen wir hier definieren als, wobei, nee, nennen wir es lieber Cycle. Cycle von Active, Active. Und damit übergeben wir sozusagen immer die neue Anzahl. Da müssen wir jetzt nur noch einen einzigen Zyklus quasi berechnen und müssen da dann die zurückgeben, die aktiv sind, basierend auf den Aktiven irgendwie. Und am Ende geben wir einfach nur unsere Aktiven aus. Erstmal zumindest. Wahrscheinlich müssen wir am Ende was anderes machen. Wir müssen am Ende zählen, wie viele davon aktiv sind. Egal, wir geben jetzt zuerst mal die Aktiven aus. Ich glaube, das machen wir sogar in der Schleife erstmal. Dann haben wir das. Okay. So, jetzt natürlich Dev Cycle. Das ist das eigentliche Herzstück hier. Und da müssen wir uns ein bisschen überlegen, was wir machen. Zuallererst müssen wir uns überlegen, wie dürfen wir eigentlich verschieben. Wir dürfen ja die also wie berechnen wir die Nachbarn? Und hier sagen wir mal, diffs ist gleich, wir können eins nach links gehen, wir können nichts machen, wir können eins nach rechts gehen. Und jetzt printen wir das tatsächlich mal aus, weil das sind noch nicht alle hier. Wir müssen da tatsächlich mit allen möglichen Kombinationen arbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Okay, schauen wir mal kurz nach. Achso, ups. Hier wollen wir natürlich noch die Active mit übergeben. Und wir haben hier natürlich -101. Wir wollen aber, wobei, nee, das sollte sogar, oder? Das passt doch, wenn wir das, ja, je nachdem wie wir das machen, passt das eigentlich, wenn wir das quasi hier durchiterieren. Dann geht das. Okay. So, dann lasst uns hier mal unsere Neighbors definieren. Neighbors ist gleich. Definieren wir das erstmal als normales Dictionary. Und wenn wir jetzt hier durchiterieren, dann brauchen wir ja eigentlich nur die Aktiven. Das heißt, wir haben die Aktiven, wir speichern uns nur die Aktiven und setzen neue Aktive hier rein, beziehungsweise löschen alte, die nicht mehr aktiv sind, löschen wir hier raus. Das ist so quasi gerade mein Gedankengang. Das bedeutet, wir speichern uns in Neighbors die aktiven Nachbarn ein, die einen Punkt quasi besitzt. Ja? Und wenn wir dann sozusagen 3 oder mehr aktive Neighbors haben, dann ist das richtig. Beziehungsweise nicht 3 oder mehr, sondern 2 oder 3, um genau zu sein. Und dann wird ein Neighbor zu den Aktiven hinzugefügt und dann geben wir den aus. So, das ist jetzt quasi unser To-Go. Das bedeutet, wir haben hier erstmal ein Actives New oder auch nur Active New ist gleich erstmal eine leere Liste. Ne, Moment, ist erstmal eine Kopie von Active und dort fügen wir eventuell die Dinger zu. Aber, wobei, nee, wie wäre es, wenn wir, nee, machen wir nicht. Wir lassen die Liste einfach am Anfang leer. Weil im Endeffekt bei den Neighbors fügen wir ja alles ein. Wir achten hier, glaube ich, jetzt weniger darauf, ob wir exakt den Punkt mitnehmen. Wir fügen einfach alles ein. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe gerade das Ding hier verstanden. Wobei, nee, das passt irgendwie auch nicht so ganz rein. Seltsam. Ja, da kommen wir gleich darauf. Okay. Also, als allererstes fügen wir mal für jede Cell in Active fügen wir fügen wir sie seinem Nachbar hinzu. Also quasi, wir bauen jetzt uns die Nachbarn von dieser Cell und fügen all diesen Nachbarn einen neuen Nachbarn hinzu.
So, das ist der Plan. Dann müssen wir unsere Nachbarn aber trotzdem neu definieren. Also wir haben ja hier nicht nur die Nachbarn, die 1 entfernt liegen, sondern es darf 1 dieser Dinger sein, hier also quasi 1 von -1, 0, 1 für jede der 3 Koordinaten. Das heißt, wir haben 3 hoch 2 Möglichkeiten, glaube ich, also 9 theoretisch. Moment, nee, das kann nicht sein. Egal, auf jeden Fall haben wir sehr viele Möglichkeiten und die müssen wir uns erstmal noch berechnen. Wir definieren uns das anders. Lass mich hier kurz einen Parse einfügen und dann machen wir hier Pyrint wieder mal. Wir kennen mittlerweile Pyrint, glaube ich. So, wir wollen Diffs haben und danach können wir exiten. Und jetzt wollen wir alle Möglichkeiten haben, also alle Kombinationen dieser Möglichkeiten. Also im Endeffekt möchte ich ganz gerne haben, am liebsten wäre mir eigentlich ein Set, weil die Dinger haben ja keine Reihenfolge. Und zwar -1, -1, -1, das wäre der erste. Und dann hätte ich gerne -1, 0 oder -1, -1, 0 und so weiter und so fort. So, was ich im Endeffekt dann habe, ist doch dieses Product wieder. Das heißt, wir importieren uns mal wieder Product hier von dem hier. Und zwar, das wird nicht funktionieren, wenn ich das so mache, ne? Jetzt habe ich... Ach, komm schon. Ja, wir wollen ein Set draus haben, habe ich gesagt. Und zwar... Ups, nicht Debug. Sorry, das hier wollte ich. Okay, toll. Jetzt haben wir ein Set mit jeweils einem Dings drin. Nein. Wir wollen hier die einzelnen Werte haben. Und zwar exakt vor... Bodenstrich, weil wir es nicht brauchen, in Range von 3 wollen wir die ja haben. Weil wir 3 Dimensionen haben. Unhashable Type List. Ach, komm schon. Ich will ja hier... Nee, Moment. Ich will ja hier... Im Endeffekt, das hier will ich 3-mal haben. Und daraus möchte ich das Product bauen. Also mache ich hier... Oh Gott, ich muss das ansippen, ne? Also quasi so auspacken. Und... Das ist es, genau das wollte ich haben. So, wir haben... Oh, scheiße, die ist nicht geordnet. Okay, vielleicht mache ich doch lieber eine Liste draus. Geht das? Das müsste gehen. So, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -0, -1, -1, 1, -1, 0, -1. Genau das habe ich gesucht. So quasi genau. Alle Kombinationsmöglichkeiten aus diesem ganzen Schlamassel hier. Quasi 3-mal dieses ganze Ding hier, weil wir 3 Dimensionen haben. Und dann wirklich alles zusammengebaut. Okay. Okay. So, und jetzt lass mich hier mal wieder aufräumen. Okay. So. Wenn wir das jetzt haben, dann haben wir doch die Möglichkeit, hier auch unsere Nachbarn auszurechnen, indem wir das hier sozusagen draufrechnen. Das heißt, wir berechnen uns jetzt unseren Nachbar für jede einzelne Differenz. Also for diff in diffs berechnen wir uns einen Nachbar oder eine Nachbarkoordinate, über die wir dann, würde ich sagen, das Dictionary indexen, weil sonst funktioniert das ja nicht. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar der Neighbor ist gleich, wie berechnen wir den? Jetzt muss ich was ausprobieren. Sekunde. Oh, ja, genau. Verschrieben erstmal, fett, gut. So, 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. Das sollte doch richtig funktionieren, oder? Nee, das klappt überhaupt nicht. Okay, dann müssen wir... oh je. Okay, das machen wir dann doch im Code. Das ist vielleicht hier dann doch angenehmer. Wir printen uns das einfach aus. Print Neighbor. Dann exiten wir wieder. Moment, was wollen wir denn berechnen? Wir wollen
die beiden Tupel sozusagen aufsummieren. Also wir haben ja hier eine Haufenliste an Tupeln, das heißt diff ist ein Tupel, cell ist ein Tupel, oder cell ist ein Tupel, ja, cell ist ein Tupel. Und das heißt, wir haben hier, wir bauen uns jetzt mal ein Tupel aus x for x in, ne, Moment, wir rechnen nicht mit den x-Koordinaten, mit den y-Koordinaten, sondern wir rechnen hier gerade in Cell. Das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an. Ich will wissen, wie das aussieht. 0, 2, 0. Okay. Wenn wir die beide haben, i, j in Cell, diff, das wird nicht funktionieren, ne? Dann, oh, wir müssen die zippen. Natürlich müssen wir die zippen. Weil dann haben wir i, j. Ach, Mano. Müsste plus sein, oder? I plus j sogar. Nee, das ist es nicht. Oder? Moment. Dazu müsste ich mir jetzt erstmal noch meine Cell ausgeben lassen. Print Cell. Und den Neighbor, den wir hier verwendet haben, print, beziehungsweise nicht Neighbor, sondern diff, müsste ich mir auch ausgeben lassen. Dann können wir das überprüfen. So, wir haben als Ergebnis 0, 1, minus 1. Als erster Neighbor, beziehungsweise als erstes Cell haben wir 0, 2, 0. Und als diff haben wir 0, minus 1, minus 1. Hey, das war richtig! Das ist sehr gut. Cool. Okay, genau das will ich haben. So, jetzt haben wir quasi unseren Neighbor berechnet. Also das, was quasi unser Nachbar ist. Jetzt tragen wir den in unser Neighbors Dictionary ein. Und zwar von Neighbor ist gleich 1. Nee, halt, stopp. Wir wollen zählen, wie viele Aktive wir haben in dem Dictionary. Also plus gleich 1. Und haben dann eigentlich unsere Neighbors errechnet, oder? So, Sekunde, Neighbors. Shit. Na, wisst ihr, was wir machen? Try. Und wenn es fehlschlägt, dann ist es quasi außerhalb von unseren Rändern. Except Key Error. Ups. Pass. So. Wir müssen nichts machen, wenn es außerhalb unseres Non-Typed Object ist. Not iterable. Was? Wait, wir haben in Active ein Non-Type Object. Sekunde. Ups, jetzt habe ich da zu viel zugemacht. Wir haben ein Non-Type Object hier drin. Das macht keinen Sinn. In Active. Wir müssen hier unten definitiv ein Exit reinpacken, sonst macht mich das ganz wuschig. So. Also, das sind meine Actives. Warum? Moment. Hey, warum habe ich dann None-Type? Es sagt mir tatsächlich hier auch an der Seite, Active ist None. Das macht irgendwie keinen Sinn. Sekunde, lass mich das mal ganz kurz überprüfen. Das hat hiermit überhaupt nichts zu tun. Was ist denn... Ich habe zu viele Prints hier drin. Also erstmal Neighbors und hier Active. Oh, das ist in der nächsten Iteration. Moment, aber warum ist es in der nächsten Iteration? Achso, weil ich nicht zurückgegeben habe. Oh mein Gott. Mach mich nicht so verrückt. Okay, ja. Gut, logisch. Dann geben wir halt direkt hier was zurück. Return Active. So, Active ist am Anfang... Active New will ich eigentlich zurückgeben. So, es sollte klar sein, dass wir das noch ändern müssen hier. Und ja, wir wollen hier natürlich in Active was einfügen. Jetzt müssen wir überlegen, was wir einfügen wollen in die Active News.
wir sind durch alle Cells durchgelaufen. Wir haben jetzt alle Neighbors zurückbekommen. Wir exiten hier unten jetzt zu Safety Reasons, damit wir nicht irgendwie Probleme bekommen. Und wir geben jetzt hier mal unsere Neighbors aus. Unsere Neighbors sind leer. Achso, weil wir hier oben noch gar keine haben. If Neighbors von Neighbor. Dann machen wir das. Else. Ersetzen wir das. So, jetzt sollte aber was passieren. Nein, immer noch nicht. Was vermutlich an unserer subtilen Art und Weise liegt, dass wir hier, oder dass ich hier Mist gebaut habe mit dem Key Error. Und hier oben habe ich tatsächlich einfach nur ein Dictionary gebaut. Ich brauche hier ein Default Dict. Und zwar hätte ich ganz gerne überall den Wert 0 drin. Überall in jedem einzelnen Wert. So, das importieren wir. Und ja, da brauchen wir runde Klammern natürlich. So, dann haben wir überall den Wert 0 drin, wenn wir es nicht haben. Und eigentlich sollte das von dem Key Error auch nichts machen. Ich bin gar nicht sicher, was passiert, wenn wir hier an der Seite sind. Tatsächlich. Aber ich bin mir ehrlich gesagt von der Aufgabenstellung nicht sicher, was passiert, wenn wir hier an der Seite rausgehen. Also quasi, wenn wir hier -1 berechnen. Weil im nächsten Schritt gibt es ja dieses -1 hier. Das ist immer das Problem. Deswegen, ich glaube, wir müssen die Neighbors sogar also extra reinrechnen. Wir dürfen nicht sagen, hey, -1 gibt es nicht. So, warum haben wir jetzt hier überall Lambdas? Function Cycle Locals Lambda Add. Dann haben wir hier aber okay. Dann haben wir hier 0, 1, -1 hat 3 Nachbarn. -1, 3, -1 hat 1 Nachbar und so weiter und so fort. Okay, das ist sehr gut. Gut, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so gut ist. Wir machen jetzt einfach mal so weiter, wie wir hier haben. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was die Aufgabenstellung von mir möchte. Aber wir berechnen das jetzt einfach mal so, okay. Und vielleicht funktioniert es ja, so wie ich das im Kopf habe. Und jetzt gehen wir hier wirklich durch jeden Punkt durch. Also for cell in, mal wieder, nicht active dieses Mal, sondern in neighbors .keys. Wir gehen hier durch wirklich die ganzen Keys durch und wir definieren uns if neighbors von cell, ne, Moment. Doch, das ist die Anzahl an Nachbarn. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. If cell inactive, also das heißt, sie war aktiv and sie hat so und so viele aktive Zellen. Jetzt müssen wir kurz in der Aufgabenbeschreibung spicken, wie viel sie haben darf. Wenn sie vorher aktiv war und dann 2 oder 3 hat, dann bleibt sie aktiv. Das heißt, 2 kleiner gleich Neighbors kleiner gleich 3. Und wenn das der Fall ist, dann bleibt sie aktiv, sprich wir fügen sie zu unseren New Actives, Active New .append von Cell. Und der nächste Punkt wäre else, achso, halt nee, stimmt, else kann man nicht machen. Dann machen wir das innen drin. So, wenn sie weniger hat oder eine andere Zahl hat, dann kommt sie eben nicht zu den Aktiven hinzu. Und jetzt haben wir die Lage, dass sie davor nicht aktiv war. Dann brauchen wir nämlich nur Sekunde exakt 3 Stück haben. Also Neighbors von Cell gleich 3. Dann Active New .append Cell. Oder sehe ich das richtig? Otherwise the cube remains inactive. Okay, jetzt gucken wir mal, was hierbei passiert. Wir bauen uns quasi das ganze Ding, wir geben uns immer die Active News zurück. Und if cell gleich, genau. Und das machen wir exakt 6 Mal und am Ende geben wir uns die Länge über die Aktiven zurück. So, das wäre zumindest mal so mein Grundkonzept. Das wird mir gleich um die
Es fliegt mir nicht um die Ohren und 300 hört sich absolut sinnvoll an. Aber wo kommt das Print her? Da. Natürlich. Das brauchen wir hier nicht. 300. Also ich würde sagen, 300 ist ein gutes Ergebnis. Wer von euch hat den Film gesehen? Schreibt mir das gerne mal. Und das war nicht die richtige Antwort. Schade, wäre zu einfach gewesen. Okay, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen nachdenken. Was genau, oder erstmal vielleicht auch nochmal lesen. Ich mache mal hier die Dinger hier zu. Also das hier ist auf jeden Fall mal bulletproof. Da kann man eigentlich nie wirklich... Wahrscheinlich werde ich da irgendwo was falsch gemacht haben. Ihr könnt mich dann gerne wieder flamen, aber im Normalfall würde ich mal behaupten, dass wir hier irgendwas falsch gemacht haben, weil das Herzstück ist. So, wir berechnen uns alle Differenzen. Dann berechnen wir uns, beziehungsweise setzen wir erstmal jeden Nachbarn auf 0. Dann setzen wir eine neue leere Liste. Dann gehen wir durch alle einzelnen Zellen, alle aktiven Punkte sozusagen, alle aktiven Zellen, nehmen jede einzelne mögliche Differenz mit und berechnen die Nachbarn und berechnen dann den Nachbar plus 1. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Das sollte eigentlich auch soweit stimmen. Irgendwo müssen wir einen Logikfehler haben, weil ich meine, das Ergebnis sah jetzt nicht komplett bescheuert aus, aber... Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bin mir... Moment, das muss ich kurz in der Aufgabenstellung nachlesen. Es geht ja um die Nachbarn, where any of their coordinates differs by at most 1. Aber der Cube oder der Punkt ist ja zu sich selber kein Nachbar. Das heißt, oh, ich rechne gerade den Punkt selbst für sich als Nachbar. Das heißt, if neighbor gleich cell continue. Vielleicht funktioniert das. 242. Das sieht auch nach einem sinnvollen Ergebnis aus. Ich probiere das jetzt einfach mal. Das ist es tatsächlich. Sehr geil. Ja, wir dürfen die eigenen Zellen natürlich nicht als ihre Nachbarn zählen. Und offensichtlich war das auch richtig, dass ich hier die Zähler quasi neben raus habe. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden habe, was das Beispiel mir sagen möchte hier. Also das ist ein bisschen schwierig in meinem Kopf immer noch. Aber ihr könnt es mir gerne ergänzen. Und ja, wir machen natürlich weiter mit Part 2. For some reason... Achso, das wollte ich immer rausschneiden, richtig. Okay, tatsächlich ist Part 2 einfach genau dasselbe wie Part 1, nur dass wir jetzt mit Hypercubes arbeiten. Hypercubes kann man sich als Mensch nicht mehr so richtig vorstellen, weil die Dinger sind vierdimensional. Und das bedeutet, sie haben 4 Dimensionen, aber in der Mathematik ist das eigentlich völlig üblich, dass man sogar mit n-Dimensionen rechnet. Das ist eigentlich gar nicht so abwegig, sage ich jetzt mal, also zumindest in der Theorie, okay? In der Praxis hat man natürlich nur 3, aber diese Energiequelle kommt offensichtlich mit 4 Dimensionen aus. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Wir ergänzen natürlich unser Skript um die um das Dimensionsding ist. Ich möchte hier nie, also ihr könnt natürlich auch einfach alles copy-pasten und dann anpassen, sodass ihr quasi eine neue Dimension habt. Aber was ich möchte, ist im Endeffekt, ich möchte, dass wir hier eine... Wie machen wir das? Das müssen wir eigentlich kapseln hier in eine Funktion. Und zwar sagen wir hier def read input oder sowas. Und zwar sagen wir hier nämlich, welcher Part das ist, indem wir die Dimension setzen. So. Und diese Dimension, wir bekommen jetzt hier, genau, wir müssen hier, das gehört auch noch dazu, zu dieser Kalk, ich nenne es jetzt einfach mal Kalk. Und wir printen natürlich die Länge von den Aktiven am Ende auch aus. Und jetzt müssen wir hier einfach nur noch die Dimension anpassen. Das heißt, for i in range, beziehungsweise for i in... die erste Aufgabe war 3 Dimensionen, die zweite Aufgabe ist 4 Dimensionen, aber wir können das Ganze erweitern, sodass es für n-Dimensionen gilt, also für beliebige Dimensionen. Rufen wir jetzt natürlich Calc von i auf und haben da alles drin. Also das heißt quasi die Berechnung, die Länge, die hier berechnet wird und so weiter und so fort. Okay, so wo brauchen wir überall die Dimension? Wir haben hier die Aktiven, wir berechnen die Zeilen,
Wir berechnen hier die Zelle. Da haben wir nichts dabei. Hier haben wir was dabei. Ja, okay. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich hier if dim gleich 3 mache und if dim gleich 4. Das wäre ziemlich doof. Oh, was war das? Ich habe eine Idee. Und zwar, wir packen jetzt hier tatsächlich... das ist sogar ziemlich sinnvoll. Wir haben hier ein Tupel. Und wir haben das ja aus Versehen vorhin gemacht. Mit Tupel können wir auch gleichzeitig Addition machen. Das sollte mir tatsächlich, wenn ich das so mache, genau dasselbe Ergebnis ausgeben. Danach exiten wir mal ganz kurz. Genau dasselbe Ergebnis ausgeben. Ja, 0, 2, 0. Perfekt, genau das wollte ich. Und jetzt können wir das natürlich hier auch multiplizieren. Und zwar mit der Dimension. Wir müssen bei 1 rauskommen, wenn wir Dimension gleich 3 haben. Das heißt minus 3, minus 2 natürlich. Minus 2, damit wir hier, ja, 3 minus 3 ist 1, Cedric. Genau so ist das. So, okay, das heißt, wir haben, ja, jetzt fangen wir mal mit 4 an und machen die 3 später rein. Genau, so will ich das haben. Okay, so sehen unsere aktiven Punkte aus. Und zwar, wenn wir hier die Dimension eingeben. So, jetzt haben wir aktive Punkte, die entweder 3 oder 4 Dimensionen sind, je nachdem, welche Lösung wir gerade solven. Das hier ist also erstmal für die 3. Dimension und dann für die 4. Dimension. Und jetzt müssen wir das natürlich noch hier übergeben und wir geben hier einfach direkt die Dimension weiter an unsere aktiven. So, wir bauen uns die Differenzen. Die Differenzen sind auch abhängig von der Dimension. Da können wir einfach die Dimension reinpacken. Dann haben wir hier die Neighbors, die Actives, for Cell and Active, for Diff and Diffs. Neighbors, das sollte eigentlich überhaupt keinen Unterschied machen, je nachdem welche Dimension. Das sollte eigentlich klappen direkt so. 404, das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, oder? Egal, probieren wir es. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das sollte. Da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwo ran. Ne, okay. Too low. Das ist schon mal wichtig zu sehen, dass wir hier eine niedrige Antwort haben. Okay. Also. Oh, ich sehe den Fehler. Ihr auch? Ich habe jetzt das Falsche rausgelöscht. Und zwar habe ich hier geschrieben mal dim. Habe das aber nur beim Print-Statement gehabt und nicht hier oben tatsächlich. So, und jetzt 1848. Das ist schon mal besser, glaube ich. Halt, stopp. Nein, das war falsch. Das war absolut falsch. Wir mussten hier doch dim minus 2 berechnen. So war das doch. So, 2292. Okay, gucken wir mal ganz kurz nach, ob das passt. Und Submit. Und ja, das war tatsächlich schon die Lösung. Das heißt, wir haben schon automatisch eine Lösung geschrieben gehabt, die wirklich ziemlich gut auf alle Dimensionen generalisiert. Wir können jetzt hier auch einfach eine 5., eine 6., eine 7., eine 8. Dimension reinpacken. Völlig egal. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich cool. Aber ja, wir haben es wieder mal geschafft. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Schreibt mir gerne, wenn ich irgendwas anders machen soll oder wenn ihr euch irgendwas anderes wünscht. Live ist tatsächlich nicht unbedingt eine Lösung dafür, würde ich sagen. Weil ich gerade aktuell ein bisschen leider im Stress bin, was das angeht und euch nicht sagen könnte, wann ich live streame. Aktuell ist es gerade 8 Uhr morgens und das heißt, ich habe diese Lösung hier quasi circa um 8 Uhr morgens für euch fertig gemacht. Natürlich kommt das Video trotzdem erst abends, damit ich euch nicht allzu sehr spoilere und damit ihr es selber auch nochmal probiert. Aber ja, ich glaube, ihr könnt verstehen, dass um 8 Uhr morgens wahrscheinlich kaum jemand zusehen wird. Und das Problem ist immer, wenn ich das Ganze live irgendwie mache, dass dann das Video nicht so richtig danach verfügbar ist und ich müsste irgendwie das Ganze aufnehmen und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig. Ich überlege mir was das angeht. Wir können gerne mal wieder live machen, aber aktuell, gerade dieses Jahr, wird das nichts mehr werden. Nächstes Jahr können wir das gerne nochmal angehen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder morgen bei Nummer 18 und ja, beim nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao.